Ursprünglich kamen wir an diesen Ort, um mit dem Tren Ecuador über die Anden zu fahren. Auf Gleisen, die nun schweigen. In Waggons, die nun stillstehen. Von einem Bahnhof, der nun einem Museum gleicht. In einem Zug, der ein Symbol für die Menschen von Ecuador ist. Einen schönen guten Morgen aus Alausí. Wir hatten uns ja aus unserem letzten Video in Latacunga mit den Worten verabschiedet, dass wir nach Riobamba fahren. Und das haben wir auch gemacht. Und zwar wollten wir dort in einen Zug einsteigen, denn in Ecuador gibt es eine der berühmtesten Zugstrecken der Welt und anspruchsvollsten vor allem. Die führt von Riobamba über Alausí, wo wir jetzt sind, zur Nariz del Diablo, das ist die Teufelsnase. Und das ist halt eins der anspruchsvollsten Stücke Zugstrecke, die es auf der Welt gibt. Genau, ursprünglich ist der Zug mal erbaut worden durch ganz Ecuador, um Waren und Güter der Einheimischen von A nach B zu transportieren. Aber in den 90er Jahren kam dann ein großer Sturm, der El Niño, und zerstörte viele Teile der Zugstrecke. Und die Restauration war so teuer, dass das Land sich das nicht leisten konnte. Und ja, dann haben sie halt nur noch diese Zugstrecke von Riobamba zur Teufelsnase wieder restauriert für touristische Zwecke. Genau, und als wir aber in Riobamba ankamen, glich der Bahnhof dort eher einem Museum oder einer Markthalle. Und dort war niemand, der uns irgendeine Auskunft geben konnte über den Zug. Und im Internet vorher war es auch sehr schwer, irgendwelche Informationen zu finden. Und deshalb sind wir hier nach Alausí gekommen. Aber hier, wie ihr seht, bewegt sich auch gar nichts. Genau, wir dachten, dass es hier wenigstens läuft, weil der eigentlich immer sicher fährt. Aber seit Covid fährt hier nichts mehr. Die Touristen blieben aus und somit fährt der Zug aktuell, Stand Januar 2023, immer noch nicht. Genau, und wann das wieder der Fall sein wird, ist auch nicht wirklich klar. Aber Alausí ist trotzdem ein schönes Städtchen mit vielen Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten, die man hier unternehmen kann, ist, diese Zugstrecke der Teufelsnase zu Fuß zu erwandern. Und das wollen wir heute machen. Auf geht's! Wir sind hier oben und da unten würde theoretisch der Zug lang fahren. Da ist die Zugstrecke. Dahinter müssen wir. Dort ist die Teufelsnase. Also noch darunter. Diese karge und wunderschöne Landschaft. Ist ihre Erschließung das, wonach die Pioniere im Jahre 1899 gestrebt haben? Haben die Arbeiter, die beim Bau dieser wahnwitzigen Bahnstrecke gestorben sind, ihr Leben nur dafür geopfert? Oder ist es viel mehr als das? War es der Traum von einer Bevölkerung, die zusammenwächst durch diese Verbindung? War es das Streben nach Freiheit? Oder waren es rein wirtschaftliche Interessen? Was auch immer es war,
Ihr Werk dauert an als ein Monument für das Ideal der Mobilität eines ganzen Volkes. Hola, buenos días. $4. Sí, gracias. Wow. Jetzt stehen wir auf der Teufelsnase. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir stehen auf der Teufelsnase und jetzt gibt es zwei Optionen, wie wir wieder zurück nach Alaussy kommen. Die erste wäre, hinter uns in der Schlucht liegt ein Dorf. Da könnten wir jetzt hingehen und theoretisch sogar mit dem Taxi zurück nach Alaussy fahren und noch was essen, wie auch immer. Zweite Option, wir gehen jetzt hier auf dem Nasenrücken nach unten. Genau, und für die zweite entscheiden wir uns, denn dann können wir auch auf den Gleisen zurück nach Alaussy laufen, denn die Züge fahren ja sowieso nicht. Also perfekt. Machen wir Auf das. geht's. Der Teufel hat einen ziemlich schmalen Nasenrücken. Es geht hier ganz schön steil nach unten. Man muss hier ganz schön aufpassen. Ja. Und dabei sind hier noch ganz schön viele Steine, auf denen man hier noch ein bisschen rumrutscht. Ist echt nichts für schwache Nerven hier. Geht ganz schön steil runter. Denkst du hier lang? Oder da? Gute Frage. Da sind halt keine Pfähle mehr, ne? Hier geht's ziemlich weit Ja, ich runter glaube, wahrscheinlich. da ist es ein bisschen zu steil und hier sind auch keine Pfähle mehr wie hier. Aber wollen wir trotzdem mal gucken? Ich glaube, das ist ein purer Abgrund. Können wir machen. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Aber da geht's auch nicht weiter. Geht's dann um den Berg herum? Dann müssen wir einen Zickzack runtergehen. Meinst du, dass da Ich wirklich weiß ein es Weg nicht. ist? Nee, lass den anderen gehen, oder? Ja. Das ist mutwillig hier, dass hier zwei Wege sind. Und der eine gefährlicher ist als der andere. Ich glaube, der Teufel will uns hier an der Nase herumführen. Boah, da hört es auch auf mit den Holzdingern. Oh mein Goodness. Hauptsache es gibt einen Mülleimer hier. Also das sieht so aus, als ob das schon ein offizieller Weg hier ist. Eigentlich wollen wir da runter. Und dort lang. Aber wir sind hier oben. Und es sieht nicht so aus, als ob hier ein Weg nach unten gehen würde. Was siehst du nach dem Stein, Finn? Ja, guck mal, da geht der Tunnel durch. Oh. Okay. Habe ich gesagt, wir können an der Nase runtergehen? Ja, Oder meinte er, wir müssen zu dem Dorf und dann runter? keine Ahnung.
ich habe jetzt kurz geguckt, Finn. Das geht in eine richtige Höhle. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich jetzt machen wollen. Mal kurz reingucken, oder? Ah. Oh. Junge. Hauptsache, wir kommen hier wieder raus. Gibt es da mehrere Wege? Nee. In der Höhle kann man sich auch schnell verlaufen, ohne dass man es merkt. Ach so. Geht nicht weiter? Also man kann auch tiefer rein, aber... Sackgasse. Alter. Ja, also die Höhle ist eine Sackgasse. Das heißt, wir müssen zurück den anderen Weg nehmen. Der sah aber auch sehr sketchy aus. Zur Not gehen wir auch wieder ins Dorf, oder? Ja, wir Wieder gucken. hoch. Ich habe gedacht, das ist easy. Das wurde uns empfohlen. Ja, wenn man sportlich ist, könnt ihr auch runter auf die Gleise. Aber Bergsteiger sind wir nicht. Wir sind jetzt nochmal den Weg zurückgegangen und zu dem allerersten Weg, den wir versucht haben und dachten, nee, das geht hier doch ein bisschen steil runter, da können wir nicht nach unten gehen. Da haben wir jetzt doch nochmal probiert. Hier geht ein Weg, ein Trampelpfad nach unten. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich hocke auch gerade und stehe nicht einfach so, weil der Wind ist auch recht stark. Genau, wir gehen jetzt hier vorsichtig nach unten, aber immerhin, es geht abwärts. Das heißt, wir kommen, glaube ich, jetzt den Gleisen näher als vorher. Aber was für eine Wahnsinnsaussicht. Mitten in den Anden. Von da oben sind wir gerade gekommen. Schlängellinie hier runter. Und es geht auch noch weiter nach unten. Aber wir müssen aufpassen. Denn hier sind überall Kakteen, dass man nirgendwo reintritt oder hineingreift. Ganz ehrlich, für diesen Abstieg muss man nicht nur ein bisschen sportlich sein, sondern auch wahnsinnig. Das ist so krank. Wir sind jetzt schon ziemlich weit unten. So langsam fühlt es sich ein bisschen sicherer an, aber wir haben es gleich geschafft. Da sind die Gleise. Die rettenden Gleise. Wir sind gleich da. Ich war noch nicht so froh, Gleise zu sehen. Oh. Ja, ja. Oh. Juhu! Endlich! Endlich an den Gleisen! Aber jetzt kommt noch der ganze Weg zurück. Boah, von da ganz oben sieht man gar nicht, weil da oben geht es ja noch höher. Sind wir hier runtergelaufen. Puh. Also ich würde sagen, wir können stolz auf uns schon mal sein. Also nur bis hierhin kann der Zug fahren. Sonst würde er gegen eine Felswand fahren. Aber das ist auch so gewollt, weil der fährt hier hinein und fährt dann so wieder zurück und kann quasi dann bei einer Weiche wieder in die andere Richtung fahren. Und ja, ist ein bisschen wie so ein Kopfbahnhof mitten in den Anden. Boah, so, gesichert. Jetzt
fährt der Zug wieder hoch. Ja, hier kann man richtig gut erkennen, wieso diese Teufelsnasenstrecke hier so eine besondere Zugstrecke ist. Denn die Züge kommen von hier oben, um diese Teufelsnase hier herum, aus Alausi. Und Alausi liegt auf 2360 Meter Höhe. Und dann fahren sie hier runter, über dieses Kopfstück, was Emily vorhin gezeigt hat, fahren sie quasi rein, in die andere Richtung runter. Müssen mit der Weiche das umstellen, die ist sogar noch per Hand umzustellen. Genau, und dann kommen sie ins Tsibambe unten an. Das liegt auf 1806 Metern, also 550 Meter Unterschied. Das heißt, der Zug kraxelt sich hier so nach und nach runter um diese Teufelsnase herum. Und diese Gleise hier sind wirklich in diesen Berg eingelassen. Genau, und so muss der Zug rangieren und das macht ihn so besonders. Genau. Wir machen es jetzt zu Fuß. Genauso cool, würde ich sagen. Ja, ja. Und werden jetzt hier oben, Emily hat die Weiche schon bestellt, hier oben zurück nach Alausi gehen. Jetzt sind wir schon die ersten Meter auf der Gleisstrecke gelaufen und ich merke gerade richtig, wie mein Körper runterfährt. Es kommt, glaube ich, daher, dass wir so viel Adrenalin hatten, um so konzentriert den Abstieg durchzuführen, dass man jetzt merkt, okay, jetzt sind wir hier sicher, hier können wir ganz normal laufen. Und da habe ich gleich das Gefühl, ich könnte auf der Stelle einschlafen. Aber wir haben noch ein ganzes Stück vor uns bis Alausi. Oh oh. Okay. So viel dazu. Müssen wir jetzt hier rüber. Wir waren ja schon bei der anderen Brücke nicht ganz so schwindelfrei und sind dann nur so ein Stück gegangen. Die ist zum Glück jetzt nicht ganz so lang. Ich hoffe, Finn kommt hier gut rüber und ich auch. Hier fährt so schnell kein Zug mehr lang. Also wir haben gehört, es wird jetzt gewählt im Februar hier in der Region. Und vielleicht, wenn es eine neue Regierung gibt, aktivieren die das wieder. Aber wie man sieht, müsste da erstmal ganz schön viel aufgeräumt werden. Also ich vermute, in diesem Jahr wird das wahrscheinlich nichts mehr, dass die Züge wieder fahren, wenn überhaupt. Das Geld muss erstmal wieder dafür da sein. Bin gespannt. Da oben, Oh ja, da ist Alausi. wir sind fast da. Wir sind kurz vor der Stadt. Ich sehe schon die ersten Häuser. Jetzt kommt hier nochmal eine Brücke und dann ist der Fluss auf der anderen Seite, also zwischen uns und der Stadt. Wenn es dann keine Brücke gibt, heißt es, wir müssen noch ganz weit gehen. Okay, Brücke. Ich hoffe. Ich Müssen wir hoffe. erstmal darüber kommen. Oha. Ja, oh Gott. Ja, auch du ist dran.
haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh. Was für Abenteuer wir erleben heute. Völlig unerwartet. Was 3 Jahre so ausmachen, wenn nichts im Betrieb ist, wie die Natur sich das wieder zurückholt. Und ja, die haben auf jeden Fall ein ganzes Stück Arbeit, wenn sie den Zug wieder in Betrieb nehmen wollen. Und das wird natürlich auch sehr, sehr viel kosten. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, es ist trotzdem sehr beeindruckend und sehr schön, wenn der Zug fährt. Ja, mal gucken, ob das in den nächsten Jahren passiert oder in nächster Zeit. Da oben ist schon diese komische Statue. Das heißt, wir sind gleich in der Stadt. Und dann gibt es was zu essen. Die Stadt ist sehr hügelig, aber wir sind fast am Ziel angelangt. Da sind die Gleise wieder, das heißt gleich im Zielbahnhof. Ah, da ist er. Da ist der Bahnhof. Der Zielbahnhof von Alausi. Da ist er. Da. Und da sind auch die Restaurants. Also das sieht nicht vegetarisch aus. Nein, bei mir ist aber jetzt kein Hühnchen drin. Oh, super, genau das Richtige jetzt. Mhm. Mhm. Und die schmeckt richtig gut. Das haben wir uns jetzt verdient, würde ich sagen. Nachdem wir dem Teufel auf der Nase rumgetanzt sind, sind wir das Allerbeste. Prost. Sehr gut. Leben. Das ist das Leben. Der Zug steht still. Der Traum von Mobilität und Unabhängigkeit schläft. Doch Hoffnung für den Zug und die damit verbundenen Ideale gibt es noch. Die Kandidaten, die sich als Bürgermeister von Alausi und die Region zur Wahl stellen, versprechen die Reaktivierung der Strecke und den damit verbundenen Tourismus. Am Tag nach unserem kräftezehrenden und halsbrecherischen Abstieg der Teufelsnase suchen wir die Ruhe und das entspannte Treiben des Sonntagsmarktes von Alausi. Doch wie wir feststellen mussten, sollte dies kein normaler Sonntag werden. Die Menschen aus dem gesamten Umland sind gekommen, um für den einstigen Traum ihrer Vorfahren zu kämpfen. Die Ader des Landes liegt still, doch das Herz der Menschen schlägt noch.